Hallo, liebe interessierte Zuschauer. In dem heutigen Video möchte ich zeigen, wie so Ideen von meinem Kopf umgewandelt werden auf diese Malweise von mir auf einem Teller. Also die Idee ist, einen Frauenkopf, äh, wie soll ich erklären, im Jugendstil mit Blumen zu verbinden. Um das zu zeigen, habe ich extra den Edding genommen, um ungefähr meine Fantasie in meinem Kopf schon mal aufzuzeichnen. Das fällt mir immer schwer, weil ich male alles eigentlich freihand. Aber jetzt habe ich das mal versucht, so ein bisschen zu zeigen, dass das soll mal ein Frauenkopf werden und diese Ranken ringsrum sollen wie im Jugendstil so ein bisschen ornamental herum sein. Es ist nie was Echtes, das soll ja nur eine Fantasie werden, ne? Deswegen kann man das jetzt erkennen, das sollen die Blumen werden und das zeige ich hier mit diesem Stift. Mehr kann ich da nicht so zeigen, das stört mich sonst nachher. Der Stift brennt ja weg, das passiert auch nichts. Da braucht man keine Angst haben, der ist bei den 1200 Grad, die ich brenne, sind die einfach verschwunden, diese Linien. Aber beim Malen stört es dann und deswegen habe ich aufgehört damit. Was ganz wichtig ist bei meiner Malweise ist, man fängt mit den hellen Farben an. Man kann diese Farben überhaupt nicht mischen. Das ist der Trick dabei, dass man das dennoch so aussieht, als ob ich mit Porzellanmalfarben male. Und ich male ja wirklich nur mit Angobe-Malfarben. Das ist eine günstige, einfache Variante. Deswegen fängt man bei dieser Malmethode, die ich anwende, immer mit hellen Farben an. Ist prinzipiell bestimmt sicherlich einfach, aber bei Lackfarben zum Beispiel kann man ja mit Weiß noch darüber malen. Das funktioniert hier alles nicht so. Das würde dann halt nur mit Glasur wieder gehen. Wäre jetzt zu kompliziert zu erklären. Deswegen erkläre ich jetzt hier, warum ich jetzt zum Beispiel mit diesem Hellgrün oder mit diesem Gelb anfange. Und man sieht jetzt, dass die Farben jetzt immer dunkler werden und ich da auch mich nicht unbedingt immer an dem, was ich da so vormale, halte. Also es ist ja immer nur so eine Richtlinie, an die ich mich halte irgendwie, ne? Und da dieser Edding ja wirklich wegbrennt, ist das ja auch nicht schlimm. Aber dass man das so sehen kann. Also das kann ja jeder für sich selbst auch vielleicht mit Schablonen vormalen oder wie auch immer. Ich versuche ja nur meine Malweise mal zu erklären. Und jetzt kommen die dunkleren Farben schon, jetzt kommt es schon ein bisschen mehr Struktur. Man kann es sehen, mit einem schmaleren Pinsel kann man diese Feinheiten hinbekommen. Ich möchte auch keinem Porzellanmaler zu nahe treten. Das ist natürlich keine Porzellanmalerei, was ich dort mache. Es ist wirklich eine Unterglasurmalerei, so nennt man das im Fachjargon. Und ich versuche nur zu zeigen, wie man auch mit diesen einfachsten Mitteln, weil mit Engobe malen die wenigsten Menschen auf dieser Welt. Und ich zeige das, dass man es dennoch kann. Man kann es. Ihr seht es an diesem Teller. Engobe trocknet sehr schnell, deswegen habe ich die auf meinem Finger gemacht, und damit ich wenigstens immer ein bisschen schwarz anmalen kann. Ich arbeite sehr viel mit Tricks und experimentiere so lange, bis es funktioniert, dass es so wird, wie ich es haben möchte.